Alrighty then, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget AW46. Nehme ich jetzt mal eine kleine Bestandsaufnahme auf von den Spielern und Gilden. Der Server ist ein bisschen älter als ein Monat. Zum Monat genau habe ich es nicht geschafft, sonst hätte ich es vergleichen können mit S41. Aber wir gucken uns mal die besten Spieler pro Klasse an und gucken uns auch die Gilden an. Und natürlich auf Platz 1 ist Bud Spencer mit 313 und Basisskills von fast 5000, wenn man so will. Also es fehlen noch 43 insgesamt. Höchste Spieler mit 313, auch voll equipped. Recht gutes SA, ganz klar. Ist er der beste Spieler auf dem Server. Und sowieso sind vom Level her die Berserker die einzigen, die über 300 sind aktuell auf dem Server. Ja, also jetzt Drak mit schon 4560 Basiskills insgesamt nur und Stufe 306. Und Tepakat mit fast 4900 Basiskills insgesamt. Also Tepakat wohl der zweitbeste Spieler aktuell da und Drak vom Level her auf jeden Fall der drittbeste Spieler. Alle drei Berserker und auch die anderen Franken, Olaf, Flacco, Kaina und Golden Flacco sind über 300. Die anderen noch nicht. Aber in der Ehrenhalle sehen wir einen Kampfmagier sehr weit oben. Zerlot, 275, hat Basiskills auch von fast 4600, was zum Beispiel, ja, er hat genauso gute Basiskills wie Drak, der aber Stufe 306 ist. Einfach nur, weil der Kampfmagier natürlich nicht so gut durch die Dungeons kommt. Deshalb kann sich aber Zerlot auch da oben in der Ehrenhalle halten, weil er gute Basiskills hat und halt auch ein gutes Equipment. SA-technisch ist er 1% hinter dem, was möglich ist. Da verliert er ein bisschen was. Aber immerhin trotzdem sehr gut gespielt. Und auch Spark haben wir unten als Kampfmagier. Immerhin auch schon 4360 Basiskills ungefähr. Ist auch nicht so weit weg von den Basiskills der Berserker oben. Und Zeru ist wohl, ne, Zion ist der dritthöchste Kampfmagier. Der ist dann nochmal von den Skills ein bisschen schlechter. Das sind so die Top 3 Kampfmagier aktuell. Aber die können da oben gut mitmischen, definitiv. Dann haben wir Magier. Meon, 282. Hat 4500 Basiskills ungefähr. Hat auch eine Waffe, die schön rechts rausgeht. Voll equipped, definitiv aus dem letzten Event. Sehr, sehr guter Magier hier, der da oben mitmacht. Just Wait, 276. Vom Level her der zweithöchste Magier, hat ein bisschen weniger geskillt. 4400 ungefähr. Das sind 100 Skillpunkte, aber das kann schon ein bisschen was ausmachen. Und El Quancho ist vom Skill her sogar wieder ein bisschen besser als Just Wait, aber vom Level her halt ach, ist er sogar höher? Ach, da habe ich mich verguckt gerade. Ne, dann ist der Quancho auf jeden Fall der zweitstärkste Magier und der kann sich auch hier oben auf jeden Fall halten, würde ich sagen. Top 20 ist drin für ihn. Dann haben wir Kundschafter. 284 80. Ja, mit auch 4500 Basiskills. Ist dort der stärkste aktuell. Aria hat dann schon deutlich weniger, 4200 nur im Schnitt, oder 4250. Und auch vom Level her, und Xerenil kommt dann vom Level her auch noch weiter drunter. Wir haben hier unten zwar noch einen Berserker auf 287 und 283, aber sonst ist es vom Level her nichts anderes höher. Das heißt, die bilden die Top. Aber zum Beispiel in der Arena gegen die Magier werden sie schlechte Chancen haben und auch gegen Kampfmagier. Pro Angriff zumindest. Deshalb sind sie auch jetzt gerade in der Ehrenhalle weiter unten. Also 80, ja, der kann auf jeden Fall hier oben mitmischen. Und wir haben auch hier einen Druiden, Sani, dahinter. Der hat ähnliche Skills, hat auch eine recht schöne Magierwaffe mit einer fetten Spanne, also die halten sich. Und als Druide ist das jetzt der höchste Spieler, 283. Da könnte man denken, dass der Druide doch nicht so gut geeignet ist für die Dungeons wie der Berserker. Aber eigentlich ist es schon, ich vermute mal, dass das Ausgabepensum einfach ein bisschen niedriger ist. Zumindest im späteren Spielverlauf. Aber klar hat der Berserker sicherlich die besseren Chancen in den Dungeons overall als der Druide, würde ich sagen. So, haben wir noch einen Druiden hier oben. Bruno, 269 dann. Und Frantix, 266. Frantix war, glaube ich, sogar mal bei den Suchern dabei. Aber das ist auf jeden Fall nicht wichtig. Dann haben wir hier den Assassin Casey, 257. Ja, da hätte ich jetzt gerne mal gewusst, wo ich stand nach der Zeit. Ich vermute, dass Casey tatsächlich jetzt dann hinten raus auch nicht mehr so viel gemacht hat. Die Epics sind
grob aktuell. Ja, müsste man sagen. Ich glaube, der Gürtel, also er hat nicht komplett durchgeblättert. Aber er ist der einzige Assassine da in diesem Bereich, wie es aussieht. Ah ne, Kaido ist gar nicht so weit hinterher. Peter, du geile Bitch, hat er reingeschrieben. Okay, nice. Und Tritonius. Vom Level her auch nicht so weit weg. Gucken wir uns mal die Skills an. Hier sind natürlich die Skills deutlich niedriger als bei den anderen. Ja, keine 2000er Skills. Ich weiß nicht, Casey, gucken wir uns auch nochmal an. Wie sieht es da bei ihm aus? Casey muss auf jeden Fall noch was im... Ja, er hat bessere Skills, definitiv. Er muss noch was im Sammelalbum nachholen. Denn da geht's nicht voran. Bei den Kriegern haben wir hier den ersten Nick, das Chick 262. Was auffällig ist, viele Spieler, die wir gesehen haben, sind von Olympus oder von Oblivion. Und hin und wieder Apple Pay, ja. Also Niklas hier auch recht gute Skills, hat sogar ein Schild, was ich brauche, aber da, ob ich den mal gewinnen kann, weiß ich gar nicht. Mal gucken. Also ich glaube, wenn ich das Glück, also ich muss auf jeden Fall ausweichen, aber Quatsch, ausweichen, ich muss auf jeden Fall reviven, aber okay. Ach, nee, warte mal, ich habe ja auch, warte mal, das schlage ich gar nicht. So, also wenn, dann muss ich ihn schon so angreifen, sonst habe ich gar keine Chance. Nick, das schick, wo ist er denn hier? Komm, ich will das Schild jetzt haben. Bruder, geben Sie mir das. Wir gucken trotzdem nochmal, ob wir noch einen anderen Krieger hier finden. Ich glaube, der zweithöchste dann Sweetie mit 245. Ne, ach hier, Gold Trigger 260 als Krieger. Der hat auch das Schild. Oh, ist der... Oh, der ist aber nicht unbedingt einfacher, oder? Als Nick das Chick. Warum sind sie weit unten in der Ehrenhalle? Das ist ja voll doof für mich. Ich würde mal sagen, dass Nick das Chick sogar... Ich glaube, Gold Trigger ist der stärkste Krieger aktuell. Aber solange ich nicht revive, geht der sowieso nicht, also. Ne, muss ich mich, glaube ich, sogar zweimal reviven. Komm. Jetzt, erster Revive. Ah, ich muss mich zweimal reviven, damit ich hier eine Chance habe. Das ist für PvP halt komplett lost, ja. Und selbst wenn ich mich zweimal revive, werde ich ihn vielleicht nicht schaffen. Okay, ich würde sagen, ich gebe noch 15 Versuche. Aber das ist halt... Ja, also die Versuche, wo ich gar nicht revive, ne, da habe ich überhaupt keine Chance. Da habe ich null Chance. Oh, das war 6 Millionen, aber... 6 Millionen war der beste Try. 4,9 Millionen. Aber einmal muss ich ihn schlagen. Komm, ich will ihn jetzt schlagen. Ich will ihn unbedingt schlagen. 5. Also das liegt jetzt nicht nur an der Klasse, sondern er ist halt einfach auch stärker. Ja, er hat bessere Skills, er hat besseres Equipment, alles. Wahrscheinlich auch bessere Pets. Naja. Da haben wir ihn aber. Da haben wir ihn. Let's go. Wie viel Mal revived? Alles nur für das Schild. Ja. Und zwar trotzdem knapp, weil er halt mega viel Damage hinten raus macht. Nice. GG. Ja, Demon Hunter Beste. Okay, also Gold Trigger und danach Nick das Schick, die stärksten Krieger. Haben wir noch eine Klasse übersehen bisher? Nö, also das sind halt die Kampfmagier, die Demon Hunter, die auf jeden Fall fehlen. Die Demon Hunter sind die schlechteste Klasse hier. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Krieger dann von den Spielern her wohl die drittschlechteste Klasse sind. Ja, also sie sind stärker als der Assassin overall. Aber mehr ist dann nicht. Azula bei Olympus 246, der hat jetzt zuletzt nicht viele Levels gemacht. Havoc 216. Nein, bei den Demon Huntern sieht das echt... Wo ist Belphegor? Belphegor habe ich gar nicht gelesen. Belphegor 243, ich 249. Also ich bin der levelhöchste Demon Hunter immer noch auf dem Server. Das ist, ja... ist schon krass. Also muss man mal sagen. Also dass die so wenig gespielt wird. Und wahrscheinlich auch von Spielern, die nicht so viel pilzen, das tut der Klasse echt nicht gut, ja. Obwohl die Fähigkeit, ne, also der Revive im PvP, es ist halt die teuerste Klasse, aber er kann
einen Gegner schon schlagen, der ziemlich viel stärker ist, ja. Also Berserker und Daemon hat dann nämlich da auf eine Stufe. Außer halt gegen Magier, da geht es natürlich nicht, deshalb ist der Berserker da auch in der Lage, im PvP am besten zu arbeiten. Gucken wir mal bei den Gilden. Okay, bei den Gilden ist es so, dass es aktuell noch nicht so dasteht, wie es dastehen müsste. Deshalb, ich habe mich nicht vorbereitet. 152, Durchschnittslevel 493 Ritterhallenpunkte müssen wir uns merken. Also Apple Pay hat 46 Raids, die haben eine Durchschnittsstufe von 229 und 573 Ritterhallenpunkte. Die sind definitiv eine der Top-Gilden im Moment. Oblivion hat eine bessere Durchschnittsstufe und ein bisschen weniger Ritterhallenpunkte. Die sind definitiv Top 2, würde ich sagen, im Moment. Excalibur wieder 154. Ja, die Gilden, die fighten sich jetzt gerade hoch. Olympus hat sogar 48 Raids, Oblivion hat 47 Raids. Und jetzt schaffen sie halt die Raids nicht mehr wirklich. Deshalb müssen sie dann teilweise auch Angriffe machen. Und ja, deshalb wird sich jetzt die Ehrenhalle weitestgehend einpendeln, was das betrifft. Aber Olympus im Moment auf jeden Fall die stärkste Guild vom Durchschnittsschaden, vom Durchschnittslevel her, aber nicht von der Ritterhalle. Also das ist relativ knapp. Und andere Gilden sind da jetzt, ja, also wir haben viele Gilden hier auch mit einer guten Durchschnittsstufe, 166, was wir so gesehen haben. Avalanche haben wir sogar 201 Durchschnittsstufe, 39 Raids und auch gute Ritterhalle. Also Avalanche vielleicht im Moment auch Top 5, was das betrifft. Und dann kommen jetzt auch Gilden, die ein bisschen schlechter sind teilweise. Weil, wie gesagt, die Ehrenhalle sich oben einpendelt, aber auch unten muss sie sich dann einpendeln. Sobald die Starken die Schwachen dann angreifen und nach unten ziehen, ist es so. Und ja, meine Gilde, die Sucher, mit 193er Durchschnittslevel, Top 10, haben sie sich als Ziel gesetzt. Es sieht aktuell aus, dass sogar eine Top 6 drin ist. Auch die Ritterhalle ist nicht so schlecht, also knapp 50 Punkte hinter dem Topwert. Das ist gar nicht so schlecht. Und ja, bin ich gespannt, wie das da weitergeht mit der Gilde. Und ja, finde ich cool. Also, anfangs war ja Top 20 so. Das sah auch gut aus. Top 10 ist definitiv Stand jetzt, würde ich sagen, drin. Ich muss noch eine Sache mir anschauen. Die Gilde gibt es ja noch, aber ja, Vendetta ist aktuell auf 209er Durchschnittslevel. Also, die sind definitiv Top 5 Niveau. Dort gab es aber Problemchen, da sind auch Spieler gelieft, also ich will das jetzt gar nicht so ja, irgendwie kommentieren, aber ich habe dazu was gesagt am Anfang, am Serverstart, ja, also das ist immer ein bisschen schwierig, aber es gibt, glaube ich, jetzt wirklich keine andere Guild, die auch über 200 Durchschnittslevel hat, also wenn, dann wäre sie auf jeden Fall auch Top 5 Niveau. Ja, ich bin nicht so weit runtergegangen, aber viel weiter unten können die gar nicht sein, weil die müssen dann auch schon Angriffe gemacht haben. Deshalb gehe ich jetzt doch nochmal nach oben. Das sieht alles nicht so danach aus. Und wir haben ein paar Gilden um die 150, 160er Durchschnittslevel gehabt. Wir haben 5 Gilden über 200 gehabt. No Mercy Poland. Okay, die haben wir noch übersehen gehabt. Die sind dann definitiv, also dann sind die Sucher nicht Top 6 aktuell, also Top 6 ist zwar machbar, aber dann sind sie in den Top 7 dabei. Legion, 179er Durchschnittslevel und auch gute Ritterhallenpunkte, die sind ärgster Konkurrent und dann kommen wir, okay. Also Top 10 ist definitiv drin. Ich würde jetzt die Gilde auf Rang 7 einschätzen im Moment, aber in den Fights kommt es natürlich auch darauf an, wie die stärksten Spieler dann halt auch performen. Da kann immer mal Abweichungen geben, aber so sieht der Server aktuell aus. Und ja, er macht immer noch Spaß. Klar, W47 steht in den Startlöchern. Wird man sehen, wie sich das dann auswirkt auf den gesamten Serververlauf hier, aber ich werde hier noch ein bisschen mitspielen. Ne? Das war's von mir, haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.